Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRS Sports. Heute sind wir beim GCC-Rennen in Venusberg. Venusberg kenne ich noch von 2005, da bin ich DEM hier gefahren. War eine geile Veranstaltung, geile Strecke, die Gegend hier, Erzgebirge, super. Neben mir habe ich den Basti von Baboons. Wir machen die GCC seit 2003 und ja, ich freue mich, den Manuel hier am Start zu haben. Was macht Baboons noch alles? Wir veranstalten unter anderem auch Mountainbike-Events, also auch die teilnehmerstärkste Serie Europas, die Enduro One. Dann veranstalten wir Marathon bei uns zu Hause im Seenland, sowie Trailrunning beim Almil Trail und den Garpa Trail in Garmisch-Partenkirchen. Und seit diesem Jahr auch den Brombeersee Triathlon, auch bei uns zu Hause im fränkischen Seenland. Hey Basti, wie viele Wochenenden hatten da ja? Mein Jahr für mich selber, ja, schon ein paar. Also ich bin 16 Wochenenden ungefähr unterwegs und den Rest genieße ich dann schon mal auch. Das hat sich schon nach 100 Wochenenden Rennen angehört, ne? Venusberg, bist du da selber schon mal Moped mitgefahren? Nee, da bin ich leider wirklich zu schlecht. Also ich fahre schon Moped, aber das Niveau, was die Fahrer hier abziehen, da komme ich leider nicht mit. Was sagst du so zu so einem Verein oder so? Freust du dich, dass die noch alle mitmachen, dass die noch geil dabei sind? Ich finde es richtig geil, was Venusberg jedes Jahr hier aufzieht. Also vor allem das Team um Peter und um Felix, das ist richtig klasse, was die da noch auf die Beine stellen, auch wenn es jedes Jahr schwerer wird mit Genehmigungen und so weiter. Aber sie versuchen immer alles zu geben und sie sind immer freundlich, immer gut drauf, immer gute Laune. Das ist richtig geil hier. Bin hier zur Papierabnahme gekommen, technische Abnahme, jeder hat sich gefreut, jeder hat gegrinst. Bei der technischen Abnahme blende ich kurz mit ein, der hat zu mir gesagt, kennst du den von SWT? Habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Ey, das ist einfach geil, da merkst du, die Leute leben das. Ich habe dann gleich noch vom Yamaha kurz erzählt gekriegt, was die da früher gebaut haben und von MZ. Da ist Geschichte verankert und da geht dann auch was, ne? Da ist Leib und Seele bei so einem Verein. Mega hier. Wie viele Veranstaltungen hat die GCC? Dieses Jahr 6. Wir versuchen natürlich immer um die 7 zu bekommen, wird halt jedes Jahr schwieriger. Also wenn jemand Interesse daran hat, einfach melden. Starterfeld, was habt ihr so im Durchschnitt? Im Durchschnitt sagen wir mal 700 circa. Am Wochenende. In wie viele Klassen? Boah, du fragst mich was, 23 glaube ich. Ja, das ist immer was. Ja, da beißt dich keiner fest. Die da draußen wollen alle nur wissen, was ungefähr ist und wollen wenig Spaß haben. Ne? Wie würdest du das jetzt aus Sicht des Veranstalters sehen für so einen Fahrer vom Budget her? Ist die Baboons eine bezahlbare Serie? Also wir versuchen immer das Nenngeld und alles ziemlich gering zu halten, so dass es für jedermann fahrbar ist. Es soll ja Breitensport sein, also es ist wichtig, wirklich die Preise, wenn dann nur moderat zu erhöhen. Man muss natürlich ein bisschen anpassen irgendwann, wenn die Inflation halt hochgeht, aber wir haben es jetzt die letzten Jahre probiert, normal zu halten, die Preise, oder moderat. Und von daher denke ich, dass es auch für jedermann immer noch fahrbar ist. Also ich fahre zwei Klassen, weil eine Stunde ist mir zu wenig bei den Zweizylindern. Die zweite Klasse ist dann schon verbilligt, also das finde ich okay, wie ihr das macht. Ich bin bloß beim Buchen ein wenig zu blöd, deswegen muss ich immer mal schreiben. Und beim Überweisen, das schaffe ich auch nicht immer so, wie ich es will. Das muss ich mit Payball machen, habe ich festgestellt, so leichter sein. Ne? Paypal ist ziemlich einfach, da musst du halt einfach eigentlich deine Zugangsdaten hinterlegen und bloß auf Bezahlen klicken. Ja, da muss dann keiner mehr die Kontoauszüge überprüfen, habe ich festgestellt. Meistens nicht, manchmal haben wir da noch Probleme bei Paypal, aber grundsätzlich funktioniert es eigentlich richtig gut. Von den Klassen her, ist das immer gleich ausgebucht, die Rennen, oder sucht ihr Fahrer? Es kommt auf die Klassen natürlich an, also die Beginnerklasse und die Amateurklasse, die sind dieses Jahr ausgebucht. Andere Klassen, da haben wir noch auf jeden Fall Platz. Dann kommt es natürlich auch auf die Veranstaltungen an. Zum Beispiel Goldbach und Bühler-Tann ist halt sehr schnell ausgebucht, vor allem die Gästeklasse. Aber sonst haben wir eigentlich für die Fahrer immer noch freie Plätze. So, das war jetzt ziemlich viel Information. Wir wollen euch noch was vom Rennen zeigen und mein neu aufgebautes und neu beklebtes Motorrad. Aber jetzt habe ich noch so eine Frage, so fast wegen privat oder aus Sicht des Endurosportlers. Was wünschst du dir für die Zukunft des Endurosportlers?
Boah, schwierige Frage. Also ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, auch in Bezug auf Elektro. Also wird spannend bleiben, ob sich das wirklich durchsetzt. Natürlich die Enduristen, die jetzt fahren, die lieben den Benzingeruch. Bin gespannt, was es bringt. Also es wird spannend bleiben. Ich kann es nicht abschätzen, was kommt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden dann jetzt jedes Rennen immer einen rauspicken und werden ein bisschen berichten. Das letzte Mal war es der Kettenboxer, jetzt bist du es. Das nächste Mal wird es der Chris sein. Chris Gundermann und dann Mike Wiedemann und dann hoffentlich der Maxi, dass wir den wieder mal auf der Strecke sehen. Auf jeden Fall. Danke dir. Danke auch. Gut geht's und selbst? Fit, ja, selbst. Ein bisschen nervös, zu viel Wasser von unten, fehlt noch ein bisschen Wasser von oben, aber alles fit. Okay, wir sind immer noch am Rennplatz und neben mir habe ich den Peter Thiele vom Enduro Fleischer. Was machst du hier? Ich mache hier den Rennleiter seit 8 Jahren und versuche den ganzen Haufen zusammenzuhalten. Du machst es aber sehr gut, hat man uns gerade gesagt. Der Basti hat dich mal gelobt. Macht dir das noch Spaß oder ist das Stress? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Momentan machen wir uns mehr die Behördenprobleme mit Genehmigungsverfahren in irgendwelchen Sachen. Aber sonst allgemein habe ich noch Bock drauf, das so weiterzumachen, wenn die Grundstückseigentümer und die Behörden mitspielen. Fährst du selber auch Enduro? Nee, ich bin gefahren, vor vielen Jahren. Was bist du gefahren? MZ. Ja, das wollte ich doch hören. Das ist halt wieder, wir sind richtig verseucht da. Ich finde es geil, dass es Menschen wie dich gibt, die sowas aufrechterhalten und möchte dir dafür danken. Gib dem Ganzen ein Like, ne? Okay. Alles klar, danke. Hä? So, wir sind immer noch auf dem Rennplatz. Neben mir habe ich den Christian, den Kettenboxerfahrer. Wir brauchen ein T-Shirt, Kettenboxer. Ja, genau, Oh, ja. Die stehen ja richtig. Jetzt bist du das letzte Rennen ja sehr erfolgreich gefahren. Jetzt, wo du daheim warst, sind da die Brocken rausgefallen? Nee, alles in Ordnung gewesen. Ja. Bloß noch am Fahrwerk was gemacht und schaut ganz gut aus. Warum haben wir die härtere Feder gebraucht? Ja, vom Kampfgewicht. Na, die Aufnahmen da, das ist alles ein bisschen anders wie beim Kadern und deswegen musste die ein bisschen härter werden. Ja, gar kein Problem, das ist für mich auch klar. Ich habe jetzt auch wieder härtere Feder gebraucht. Mir war halt die Frage, ne, ob du das aufmachst und dann fallen die Bauteile gegen so den Nadellager. Und ich habe mir so das Heim so im Bett so vorgestellt, machst den Deckel hinten auf und hast dann so ein Ersatzteil auch mit Schraubenziehern und Schlüsseln. Ne? Nee, war alles in Ordnung. Und freust dich auf heute? Ja. Also heute bist du mir deutlich überlegen, ne? Das Kampfgewicht, das bringt Druck auf dem Hinterrad und ich habe das Fahrwerk im Video angeschaut, ich habe das analysiert, ne? Ja. Und das ist echt besser. Hat gut ausgeschaut, gell? Ja, hat sauber ausgeschaut. Ja. Doch, ist cool. Bitte. Und? Wie ist die Rallye gelaufen? Einwandfrei, war eine geile Woche. Bist du wenigstens wegen müde, dass ich ein bisschen eine Chance habe? Extrem. Also bin gestern Abend erst um 2 ins Bett, vorgestern gar nicht geschlafen, aber hab Bock, das Wichtigste. Was muss ich machen, dass du langsamer bist als ich? Wird schwierig. Das ist doch gut.